We missed our bus, so we're taking a taxi with 5 people in there. Oh my god. Our taxi driver just threw us out here like in the middle of nowhere. Just said this is the bus station. Here is coming no other bus. This is gonna be an experience. Es ist eine Legende passiert. Er hat uns gerade angesprochen. Um 5 Uhr von hier ein Bus nach Playa Narang. Wir sind in irgendeinem Ort angekommen, wo wir auf jeden Fall nicht hin wollten. Wir haben jetzt noch 16 Kilometer zum nächsten Ort. Wir laufen da jetzt hin. Also wir sind jetzt gerade bei Kilometer 5 ungefähr. Kilometer 7 bis 8 ungefähr. Wir gehen komplett jetzt auf irgendeinem Sand-Schotterweg. Bei der Landstraße kommen also alle 5 bis 10 Minuten kommt halt ein Auto. Ich denke mal, hier kommt einfach nichts mehr. Oder glaubst du, das ist jetzt Zufall? Da leuchtet doch jemand auf uns, oder? Ja, wenn uns jemand anleuchtet oder so, würde ich das Gefühl fast nicht in unser Gesicht machen. Er leuchtet auf jeden Fall auf uns. Er leuchtet neben uns. Was macht er? Ein bisschen gruselig. Das ist komplett gruselig. Er bleibt hinter diesem Busch. Wie heftig, Digga. Oder sag mir ehrlich nicht, dass das eine Grabstätte ist. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Oder ist das ein Friedhof? Junge, nein. Junge, das ist ein Friedhof, Bruder. Das ist ein fucking Friedhof. Bruder, ich hab legit Gänsehaut. Oder nehme ich ehrlich einmal auf, Digga, nehme ich ehrlich einmal auf. Ich mache eigentlich jetzt keinen Spaß. Wir sind gerade irgendwo in Mittelamerika. Wir laufen irgendwo im Nirgendwo. Nach Kilometer 8,5 laufen wir an einem Friedhof vorbei. Und da läuft ein Typ mit einer Taschenlampe rum. Oder dieses erleuchtet nicht auf legit auf uns. Das Lass mal einen zügigen Abgang machen, Alter. Also wir dachten, dass es ein Privatgrundstück wäre, wo jemand einfach irgendwie kurz mal gucken wollte, was hier vor seinem Grundstück abgeht. Und auf einmal, es ist halt ein Friedhof. Es ist jetzt schon ehrlich klischeehaft, aber... Das ist echt klischeehaft, aber... Es ist wirklich klischeehaft, ne? Es ist wie es ist. Aber es ist halt wie es ist. Eieieiei. Ein Friedhof mitten in Mittelamerika, in der Pampa, wo wir hier langlaufen. Es ist hier nichts. Da stand ja kein Auto. Wie ist er da hingekommen? Und was macht er? Ich will mir ehrlich keine Gedanken darüber machen, was er da macht. Junge. Wenn wir ankommen, bevor wir schlafen gehen, Bruder, gehen wir so ins Meer. Und unter Sternen im Himmel einfach einen kurzen Swim taken. Aber Mittelamerika, wenn man von einem zum anderen Ort geht, sind da halt so Grundstücke und die sind offen und die haben alle Hunde, alle. Und meistens auch nicht nur einen, sondern 4 oder so 5. Und was Niklas meint, wenn er sagt, die sind offen, die haben keinen Zaun. Also die Hunde laufen einfach frei rum auf der Straße. Wir sollten jetzt gleich da ist es, 10 Kilometer. Also wir haben jetzt 10 Kilometer. Ich sag mal, es geht uns eigentlich noch ganz gut. Joshua hat ein bisschen Probleme mit seinen Füßen. Der hat ganz schön Blasen bekommen und hat jetzt wieder auf die guten alten Flipflops umgestiegen. Was nicht gerade einfacher ist. Du hast gut durchgezogen. Und ich würde sagen, wir steppen mal weiter. Step, 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 step. Leute, 2.1 Kilometers. Das ist, was Google Maps sagt. Keine Ahnung, wo wir da noch ehrlich gesagt sind. Playa Naranjo haben wir halt eingegeben. Und Bro, wir müssen auch noch rausfinden, wo der Bus morgen fährt, ne? Wird auf jeden Fall eine kurze Nacht. Ich sag nur eins. Ich habe mal so ein schlaues Zitat von einem Kollegen von mir gehört. Das ist eine Erfahrung, wie ich sie mag. Das ist eine Erfahrung, wie ich sie mag. Das ist eine Erfahrung, wie ich sie liebe. Eine Erfahrung, wie ich sie liebe. Das ist eine Erfahrung, warum ich reisen gehe. Eine Erfahrung, warum ich reisen gehe. Wer das wohl gesagt hat. Nee, aber unterschreibe ich auf jeden Fall auch hier wieder 1:1. Leute, wir zeigen euch jetzt auf Video, wie wir mitten in der Nacht 20 Kilometer mitten durch Mittelamerika laufen. Und wir können euch zwar auf Video das zeigen, aber wie sich das anfühlt, das kann man nicht beschreiben, das muss man fühlen. Versuchen es euch so gut wie möglich zu vermitteln, aber man muss es einfach wirklich gefühlt und gemacht haben. Man muss vielleicht auch irgendwo ein bisschen verstehen, warum wir das machen. Viele werden vielleicht denken, wir sind einfach ein bisschen loco. Sind wir vielleicht auch ein bisschen, aber das ist nicht der Grund, warum wir das machen. Man muss es fühlen, man kann es nicht beschreiben. Das ist auf jeden Fall aus der Komfortzone rausgeschmissen, 120%. Okay, wir haben folgendes Problem. Und das ist ein großes Problem. Wir sind da, wo Google Maps meinte, dass wir ankommen sollten, und wir sind nicht da. Also es war eigentlich auch gar nicht lustig, weil es ist einfach nicht der Ort hier, wo wir sein sollten. Also, wir sind angekommen, aber nicht da, wo wir hin wollten. Und wir haben uns jetzt entschieden, hier bei dieser schönen Bushaltestelle zu schlafen. Hier schlafen? Schmeckt. Ja, nach dem großen Marsch ist es auf jeden Fall nicht schön, nicht da anzukommen, wo wir eigentlich hin wollten. Aber irgendwie sind wir trotzdem gut drauf, ne, würde ich sagen. Heute ist gut. Hallo. Für heute ist gut. Ich nehme nichts mehr auf. Das nehme ich nicht auf. Schlafen im Bett. Ich will nicht an der Bushaltestelle schlafen, Leute. Nein! Oder langsam werden wir ein bisschen... Ken Burns in dein Gesicht. werden wir ein bisschen locker. 8 AM. De la mañana. Bus? El bus allá por Die playa. Richtung. Sí, para playa. Ajá, a las 8. 8 AM, 8 nach da. Ajá.
Bruder. 8 a.m. Ocho da. Ja, Bruder wieder. Bruder wieder. Buenos noches. Er denkt, wir sind auf Drogen oder wir sind verrückt oder irgendwelche Früchte geschenkt. Muchos gracias. Muchas gracias. Frutas. Favoritas. Legende. Wir waren dabei, bei der Bushalte unsere Hängematte aufzubauen und uns ready zu machen. Und dann kommt irgendein Costa Ricaner auf seinem Fahrrad hierhin gefahren. Und dann hat der Alper einfach uns gerade gesagt, morgen früh 8 a.m. von hier Bus nach da. Und das ist halt die Richtung, in die wir müssen. Also wenn morgen um 8 Uhr hier ein Bus kommt und der fährt in die Richtung, dann müssen wir ehrlich ein Buch über die letzten 2 Tage schreiben, weil wir einfach, ich bin noch nie so krass abenteuermäßig von einem zum anderen Ort gekommen. Wir sind irgendwie mit dem Taxi zu 5 losgefahren, haben irgendeinen Typen getroffen, der in Costa Rica geboren ist, 5 Jahre in Hamburg gearbeitet hat, bei Continental, bei den Reifen, der irgendwie Deutsch konnte, nur noch eine Lunge hatte, uns irgendwas erzählt hat, dass wir irgendeinen Bus irgendwo hinnehmen sollen. Dann hat der uns gesagt, dass wir einen Bus nehmen sollen. Gucken wir so an der Kreuzung, auf einmal steht da ein Bus drauf und da steht dort der Ort hin, wo wir hinwollen. Und reingegangen und er hat gesagt, ah ja, perfekt, fahr dahin. Dann auf einmal fährt los, dann kommt er zu uns und sagt so, ja, nee, ich fahr da irgendwie doch heute nicht hin. Ich war einen Ort vorher. Und wir so, nee, okay, dann nehmen wir den jetzt und dann gucken wir halt, wie wir irgendwie da hinkommen. Und wir hätten ja ein Taxi nehmen können, aber ich hatte ja die schlaue Idee, hierher zu laufen. Jetzt sind wir irgendwie hier angekommen, aber hier ist halt immer noch nichts. Jetzt sind wir bei dieser Bushaltestelle und dann kommt ein Typ hierher, mitten in der Nacht, der uns irgendwie sagt, um 8 Uhr kommt hier ein Bus, der in unsere Richtung fährt. Wenn das passiert, dann war das Dann schreiben wir ein Buch, das war der Beginn. Dann schreiben wir ein Buch über die letzten 2 Tage, wirklich. Weißt du, was das Heftige ist? Bro, das waren diese 12 Stunden. Ja, wir haben das heute auch schon nochmal gesagt. Wir sind hier seit 1,5 Wochen und Zeit vergeht zwar schnell, aber es fühlt sich so an wie 3 Monate, weil so viel passiert ist. Ich weiß nicht, was in den letzten 12 Stunden passiert ist. Ich habe, glaube ich, noch nie so viel, so krasse, so komische, so raus aus der Komfortzone und so interessante und unerwartete Erlebnisse in so kurzer Zeit gehabt und überhaupt gehabt in 20 Jahren. Und es kam aus dem Flow. Es kam einfach aus dem Flow. So wie heute alles aus dem Flow kam. Alles. Wir sind mit dem Flow mitgegangen und guck mal, wo der Flow uns hingeführt hat. Irgendwo im Nirgendwo, in einer Pampa in Mexiko, an einer Bushaltestelle, in einer Hängematte. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich weiß gar nicht, ob es dir aufgefallen ist, ne? Aber wir sind nicht in Mexiko. Habe ich in Mexiko gesagt? Oh, fuck. Okay, Costa Rica. Aber ich habe das Gefühl, ich habe das Gefühl, träumen, Bruder. Man macht oft diese Verschwörungstheorien. Heftig. Bruder, wir waren zu Hause, wir sind wieder verrückt auf eine Idee gekommen, sind Tannenhügel in Bobbycar runtergefahren, sind auf den Kopf gefallen beide und liegen im Koma. Und Junge, das passiert nicht. Also, weil es kann nicht sein, dass so viele Sachen passieren. Ich will keine Verschwörungstheorie aufstellen, ich weiß, dass wir nicht träumen, aber es fühlt sich so an, weil um 8 Uhr, wenn wir morgen das Video, ich mache das, beende das Video jetzt, und wenn ich morgen das Video eröffne, dass hier um 8 ein Bus kommt und wir hier richtig im Hurry so das alles abhauen und den Bus nehmen, dann kommt das Buch, wird unser erstes Buch erscheinen. Das verspreche ich euch aber. Versprichst du den Zuschauern? Hart. Hart, Digga. Ich sag, es wird eine Kurzgeschichte. Es wird eine Kurzgeschichte, aber die kann ich versprechen. Eine Kurzgeschichte. Okay. Bro, what's the time? 8:10. 10 nach 8. Wann soll der Bus nochmal kommen? Um 8. Um 8. Es ist 10 nach 8. Kein Bus? Kein Bus. Also es ist schon so dieses langsam, ich glaube, wir kommen nicht mehr. Second Option war ein Uber. Es sind keine Autos verfügbar. Ja. Was auf Deutsch heißt, Digga, du bist zu weit im Pampa und wir haben keinen Bock auf da Taxis hinzuschicken. Ja. Dritte Option, Treppen. Unsere größte Hoffnung, irgendwo heute noch anzukommen. Ab jetzt wird der Daumen rausgehalten. Mal gucken, ob es funktioniert. Mitfahren? Hier? Perfekt. First try Treppen, heftig. Wir haben den ersten getroffen, er nimmt uns mit. Legende. Ich glaube nicht, dass er Geld will und selbst wenn, dann geben wir ihm halt ein bisschen was. Ich glaube, er ist mehr einfach eine Legende. Ist da noch was von uns? Muchas gracias, mi amigo. Ich weiß nicht, ich glaube, wir können uns sogar ein bisschen weiterfahren, als wir gehofft hatten. Fast bis nach Montezuma. Okay. Wo sind wir? In Cobano. Und Der Typ hat uns mitgenommen. Bis nach Cobano. einfach First Try von Joshua. Er hat die erste Person, nachdem wir bei der Bushaltestelle aufgewacht sind. Wir haben auf den Bus gehofft um 8 Uhr und die erste Person, die wir anhalten, nimmt uns 60 Kilometer mit. Wir sind in Cobano und ja, mal gucken, wie wir jetzt nach Montezuma kommen.
Okay, so after almost 24 hours traveling, we got from Tamarindo to Montezuma. It literally took us 23 hours and 45 minutes. So basically 24 hours. But Montezuma looks very nice. Very chill, very calm down, not too full. Someone told us that our hostel has a private beach. That's why we booked it in the first place. So let's see all the private beaches. Okay, yeah, this is Montezuma. Ich will nicht an der Bushaltestelle schlafen, Leute. Nein! Nein! Oder langsam werden wir ein bisschen... Ken Burns in der langsam Gesicht. werden wir ein bisschen locker.